Wenn wir Gifte oben hineinfüllen, wenn wir Formaldehyd essen, BT-Toxin, Glyphosat und weitere Dinge, dann können wir nicht erwarten, dass dieses mikrobielle Leben in uns überhaupt überleben kann. Und das meiste hat damit zu tun gehabt, dass diese Nahrungsmittel eben BT verseucht waren und die Därme der Tiere regelrecht aufgeplatzt sind. Gelenksbeschwerden, Entzündungen in den Gelenken und in den Muskeln damit zu tun haben, dass diese chronischen Entzündungen im Darm sich ausbreiten auf Gelenke, auf Muskeln, auf den Bewegungsapparat. Also der Gesetzgeber und die Kontrollbehörden, die lassen es durch, wenn nicht mehr als 0,9% der Nahrungsmittel gentechnisch verändert sind. Herzlichen Dank für dein Referat, Karl, für den Boden, den du bereitet hast. Und herzlichen Dank allen, die schon an diesem Thema gearbeitet haben, dieses Wochenende. Und wir sehen, wir kommen in jedem Referat immer wieder auf dieses Thema der Mikroflora, des Mikrobioms, der Bakterien auf uns, in uns und um uns herum zurück. Wir kommen nicht an diesem Thema vorbei. Und natürlich auch nicht in meinem Referat. Ja, Sie sehen, das ist eine lustige Truppe, die da zusammenkommt. Und die Frage stellt sich immer wieder, was gibt es heute zu futtern für diese Bakterien? Denn sie sind sehr abhängig davon, was wir oben einfüllen. Das gibt ihnen die Nahrung und auf dessen Grundlage können sie leben. Und je nachdem, was wir oben einfüllen, werden bestimmte Spezies gefördert oder andere sterben ab. Damit haben wir es in der Hand, wie in uns eben diese Bakterienflora aussieht. Und selbstverständlich, was wir jetzt von Karl auch gehört haben, geht es wirklich darum, dass wir schauen, wenn wir Gifte oben hineinfüllen, wenn wir Formaldehyd essen, BT-Toxin, Glyphosat und weitere Dinge, dann können wir nicht erwarten, dass dieses mikrobielle Leben in uns überhaupt überleben kann. Und dementsprechend haben wir später, irgendwann, haben wir Fäulnisbakterien, Gärungsbakterien und entsprechende Schwierigkeiten in unserem Körper. Was bei der Gentechnik sehr bedeutend ist, wenn wir gentechnisch veränderte Nahrungsmittel zu uns nehmen, ist der Fakt, dass auch unser Mikrobiom genetisch verändert wird. Wir haben es von Karl gehört, die gentechnisch veränderten Bestandteile übernehmen zum Teil die Funktion in unserem Körper. Wir haben es auch von Daniel gehört, dass Gensequenzen sich dann plötzlich bei uns in unserem Genmaterial einbauen und sich quasi verselbstständigen. Etwas, was besonders das BT-Toxin betrifft, ist etwas ganz Wichtiges, was wir begreifen müssen. Das BT-Toxin, wenn das gespritzt wird oder wenn es die Pflanzen selber produzieren, durchlöchert es den Darm der Insekten, der Schädlinge, die darauf fressen, zum Beispiel im Mais. Im Mais, beim Maiszünsler, zerfrisst dieses BT-Toxin den Darm. Der Darm wird löcherig und die Insekten sterben daran. Was passiert wohl, wenn das bei den Insekten passiert, wenn wir BT-Toxin aufnehmen? Was denken Sie? Der Darm wird löcherig, platzt auf und wird durchlässig. Und was passiert, wenn der Darm durchlässig wird? Es gehen Substanzen in unseren Körper hinein, die da nicht sein sollten, weil die Natur hat das ja vorbereitet, dass auch der Darm ein engmaschiges Netz ist, der nur das durchlässt, was in den Körper hinein soll. Und das andere wird erfahrungsgemäß wieder ausgeschieden. Es gibt einen interessanten Film, der das sehr gut dokumentiert, und dieser Film heißt Der Genfood-Wahnsinn oder auf Englisch Genetic Roulette. Und ich rate Ihnen, diesen Film einmal sich anzuschauen. Dort wird das sehr gut auch erklärt. Und in Amerika gibt es viele Farmer, die genau das erlebt haben mit ihren Tieren. Sie haben jahrelang genetisch verändertes Soja den Tieren gefuttert. Und was passiert ist, dass diese Tiere an vielerlei Erkrankungen gelitten haben.
sodass die Bauern häufig auch in den Ruin getrieben wurden damit. Und einige haben das dann realisiert und haben angefangen, wieder ihr Futter umzustellen auf natürliche Nahrungsmittel, natürlich gewachsene, nicht gentechnisch veränderte Futtermittel. Und ab dem Zeitpunkt sind die Krankheiten wieder verschwunden. Und das meiste hat damit zu tun gehabt, dass diese Nahrungsmittel eben BT verseucht waren und die Därme der Tiere regelrecht aufgeplatzt sind. Ja? Und dementsprechend haben sich viele, viele Krankheiten entwickeln können, weil eben die Körper regelrecht verschmutzt wurden von Toxinen, von Nahrungsbestandteilen und so weiter, auch von Bakterientoxinen, die nicht in den Körper gehören. Und wenn wir das machen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir ganz, ganz viele Krankheiten eigentlich richtiggehend selber erzeugen. Und das ist eigentlich das, was wir feststellen in den letzten Jahren, seit vor allem die Gentechnik Einzug gehalten hat. Ich möchte Ihnen 2 Beispiele zeigen von entzündlichen Darmerkrankungen. Sie sehen auf dieser Folie die gelben Balken und respektive die rote Linie. Die rote Linie sind die Glyphosatmengen, die Spritzmittelmengen, die vor allem bei gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln gebraucht werden, die seit 1991 bis 2009 ausgebracht wurden. Und Sie sehen, der Knick befindet sich vor allem hier in diesem Bereich, wo es dann stark bergauf geht. Das ist so in dem Bereich 1995, 96, dort, wo in Amerika wirklich die großen Mengen, die großen Flächen an gentechnisch veränderten Pflanzen angebaut wurden. Dementsprechend sehr, sehr viel mehr Glyphosat eingesetzt wurde als die vergangenen Jahre. Und von dem Zeitpunkt weg haben sich auch die Spitalaufnahmen durch entzündliche Darmerkrankungen, wie zum Beispiel Morbus Crohn, haben sprunghaft zugenommen. Das ist eine Linie, sind 2 Linien, die sich gegenseitig folgen. Und daraus, denke ich, können wir schon folgen, dass da ein Zusammenhang besteht. Wir haben es heute auch von Daniel Trapic gehört. Man kann nicht sagen, dass einfach nur die Impfungen für alles schuld sind. Es gibt viele Zusammenhänge, die miteinander zusammenspielen. Aber auch in diesem Fall geht es darum, seit 1995 haben sich viele Dinge verändert. Wir haben zum Beispiel auch den Mobilfunk, der allgegenwärtig ist. Nur wenn wir das so eindeutig sehen, und hier ein nächstes Beispiel, hier geht es um Magen-Darm-Infektionen. Auch hier folgt die gelbe Linie, die gelben Balken folgen genau der Menge an Glyphosat, die ausgebracht wurde. Können wir nicht verneinen, dass dieses Glyphosat-Toxin einen offensichtlichen Einfluss auf die Gesundheit unseres Darmes hat. Das ist nicht zu machen. Und das ist das, was wir letztendlich tagtäglich erleben. Auch in den Arztpraxen, in den Spitälern oder auch in den Naturheilpraxen. Das ist genau das, was wir erleben. Sehr vieles hat damit zu tun, dass unsere Patienten an diversen Erkrankungen leiden, die mit einem, man könnte sagen, durchlässigen Darm oder einem geschädigten Immunsystem oder einer schlechten Mikroflora des Darmes zu tun haben können. Und was letztendlich dann im Darm drin passiert, ist eigentlich Folgendes. Sie sehen hier, auf der linken Seite sehen Sie die Schleimhautzellen des Darmes. Das sind gesunde Zellen. Die sind zusammengeschlossen, die machen dicht und die lassen nur das durch, was in den Körper hineinkommen soll. Also zum Beispiel Nährstoffe im Wesentlichen. Ja? Wenn aber je länger, je mehr Toxine, schlechte Mikroorganismen oder auch zu viele Gluten, also die Weizen- und Getreidebestandteile, die sehr stark zugezüchtet wurden in den letzten Jahren, wenn die immer mehr in den Darm hineinkommen, dann fängt an, das Ganze sich leicht zu entzünden. Und hier gehen kleine Risse auf. Und irgendwann haben wir dann die Schleimhaut so entzündet, dass die Zellen eingehen und dementsprechend auseinandergehen. Und dann ist das Sieb geöffnet. Und dann geht es eigentlich los, dass viele Bestandteile, hier Viren, Toxine, Bakterien und Gluten, in den Blutstrom gelangen und sich dann verteilen im Körper. Und dann spricht man von diesem Leaky Gut Syndrom, der durchlässige Darm. Und das sieht dann etwa so aus.
Das Ganze fängt dann an, dass wir eben diese Entzündung haben der Darmschleimhaut und das trägt sich dann weiter. Nährstoffe können schlecht aufgenommen werden. Das Immunsystem fängt an zu reagieren, also es wird sehr sensibel, man könnte sagen sehr aggressiv. Es kommt immer mehr zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten und letztendlich auch zu den berühmten Autoimmunerkrankungen, wo das Immunsystem quasi überdreht und sich gegen körpereigenes Gewebe richtet. Und das ist, wie gesagt, nicht alleine auf die Gentechnik zurückzuführen, aber es ist ein wesentlich ausschlaggebender Punkt, dass wir heute so viel mit diesen Erkrankungen zu tun haben, mit diesen Zusammenhängen rund um dieses Leaky Gut Syndrom oder rund um den durchlässigen Darm. Und das führt auch dazu, dass wenn ich heute an Seminaren oder Veranstaltungen bin, an Ausbildungen im Bereich Naturmedizin, dass immer mehr Referenten immer wieder den gleichen Satz wiederholen. So vor 10 bis 15 Jahren hatten wir Patienten, die kamen mit Schnupfen, mit Asthma, mit Heuschnupfen, Allergien, mit Darmbeschwerden. Heute kommen Menschen zu uns in die Praxen, die haben alles miteinander. Nicht einfach nur noch Heuschnupfen. Ja? Die haben diverse Sachen, die sie gleichzeitig haben. Und Sie können sich selber vorstellen, wenn dieses feine Netz und dieser Filter im Darm plötzlich aufgeht und plötzlich die ganzen Toxine den Körper überschwemmen, was dann passieren kann. Was wir heute mittlerweile schon schulmedizinisch einigermaßen abgeklärt haben, ist, dass viele Gelenksbeschwerden, Entzündungen in den Gelenken und in den Muskeln damit zu tun haben, dass diese chronischen Entzündungen im Darm sich ausbreiten auf Gelenke, auf Muskeln, auf den Bewegungsapparat. Was aber heute immer mehr zur Diskussion kommt und auch bewusst wird, ist, dass eben das ganze System, der ganze Körper davon betroffen sein kann, wenn der Darm anfängt, man könnte sagen, leck zu werden und Dinge durchzulassen, die nicht in den Körper gehören. Und dann sind wir dann plötzlich bei Beschwerden, zum Beispiel beim Hormonsystem. Schilddrüsenerkrankungen nehmen extrem stark zu, aufgrund unter anderem von diesem durchlässigen Darm. Oder Gehirnerkrankungen. Wir haben auch ein interessantes Buch auf dem Büchertisch, das heißt Dumm wie Brot. Oder Grain Brain auf Englisch. Und dort wird es sehr, sehr genau beschrieben, was ein durchlässiger Darm, im Speziellen hier verursacht durch Weizen und Gluten, aber eben auch, wie wir wissen, durch diese gentechnisch veränderten Nahrungsmittel, wie das Hirn geschädigt werden kann aufgrund dieses durchlässigen Darmes. Und es wird genau erklärt, wie das abläuft, wenn Toxine, Entzündungsstoffe und so weiter ins Hirn gelangen und dort ihre Unwesen treiben. Dann sind wir plötzlich bei Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson, Multiple Sklerose und so weiter. Also wird uns klar, wenn wir das sehen, dass der ganze Körper von diesen Zusammenhängen geschädigt werden kann, dass wir wirklich dort ansetzen müssen, um unseren Darm wieder zu pflegen, unser Mikrobiom wieder aufzubauen. Und was wir gestern gelernt haben von Dr. Eru ist genau das, dass wir eben diese Darmflora nicht einfach so wieder mal schnell aufbauen können, indem wir ein Präparat einnehmen, ein Probiotikapräparat und das in 2-3 Wochen gemacht ist. Wenn der Durchfall vorbei ist, ist deswegen der Darm noch nicht geheilt. Das ist die wichtige Sache dabei. Lassen Sie uns noch kurz einen Einblick nehmen, dass Sie sich das auch bildlich vorstellen können, was passiert, wenn Sie gentechnisch veränderte Nahrungsmittel essen. Sie sehen hier die Darmschleimhaut auf der linken Seite. Das sind Darmzotten, die sind ausgebildet, die sind gleichmäßig gewachsen und so sollen gesunde Darmzotten aussehen. Das sind Gewebeschnitte von Mäusen, die GVO-frei ernährt wurden. Auf der rechten Seite sehen Sie diese kleinen, abgestorbenen, degenerierten und veränderten Darmzotten. Das sieht ganz anders aus bei diesen Mäusen, die GVO-Nahrung bekommen haben. Und hier im Magen passiert das genau das Umgekehrte. Hier haben wir auf der linken Seite eine gut ausgebildete, dicke Magenschleimhaut. Sobald die Tiere GVO-Nahrung bekommen,
fängt die Magenschleimhaut an zu schrumpfen. Was passiert Ihrer Meinung nach, wenn die Magenschleimhaut immer mehr schrumpft? Ist das gesund? Irgendwann ist dann ein Loch drin, wenn die immer mehr schrumpft. Und dann haben wir das Magengeschwür. Das ist das, was passieren kann, wenn wir solche Toxine und solche veränderte Nahrungsmittel zu uns nehmen. Hier noch ein Beispiel aus der Leber. Sie sehen Leberzellen hier und auf der linken Seite kann man sagen, diese ausgebildeten, fein strukturierten oder klar strukturierten Leberzellen, auf der rechten Seite dann die Mäuseleberzellen, wie sie ausgesehen haben mit der GVO-Nahrung. Und was die Forscher da gefunden haben, ist, dass die Stoffwechselaktivität in diesen Leberzellen stark und unnatürlich zugenommen hat und dass die Enzymbildung sich verändert hat und zusätzlich eben neue Gene produziert wurden in der Leberzelle. Also eine absolut ungesunde Entwicklung in den Leberzellen. Gut, wie gesagt, es geht darum, wie können wir auch hier in diesem Raum für uns, wie können wir unseren Darm natürlich aufbauen und uns schützen davor. Weil es ist tatsächlich so, wir leben nicht in Amerika, das ist so. Wir haben nicht diese Mengen an gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln in unserem Alltag, in unserem Gestell. Aber was wir haben keine Sicherheit, dass wir nicht doch gentechnisch veränderte Nahrungsmittel auf unserem Tisch haben. In der Schweiz zum Beispiel ist es so, dass 0,9 Massenprozent zugelassen sind. Also der Gesetzgeber und die Kontrollbehörden, die lassen es durch, wenn nicht mehr als 0,9% der Nahrungsmittel gentechnisch verändert sind. Das heißt, auch in der Schweiz gibt es immer eine gewisse Kontamination damit. Und ernsthaft, wie wollen wir das kontrollieren? Wie soll das gehen, dass wir wirklich sicherstellen können, dass es nur 0,9% sind und nicht doch mehr? Das passiert halt immer wieder, dass gewisse Sachen halt auch durchrauschen. Ich habe letzte Woche mit einer Lebensmittelchemikerin im Kanton Zug gesprochen und die hat mir gesagt, ja wissen Sie, es ist tatsächlich so, dass wir, wenn wir Stichproben machen, immer wieder Lieferungen von Nahrungsmitteln entdecken, die halt diesen Prozentsatz überschreiten und die werden dann zurückgeschickt. Aber wie viel, das wir nicht erwischen, wissen wir nicht. Ja? Und deshalb trifft das auch bei uns zu. Wir sind auch nicht gefeit vor Glyphosat und all diesen Umwelttoxinen. Und es geht darum, wenn wir vorbeugen wollen und uns für die Zukunft rüsten wollen, unsere Gesundheit sicherstellen wollen, geht es heute darum, dass wir auch vorbeugen. Und dass wir wieder lernen, neben einer gesunden Ernährung, wie wir sie kennen, vielleicht ein paar Dinge zu tun, die wir noch nicht kennen. Und darauf möchte ich gerne jetzt eingehen. Was können Sie tun, um Ihren Darm wieder aufzubauen? Letztendlich geht es darum, ich werde im nächsten Referat am Nachmittag noch genauer darauf eingehen, dass wir zum Beispiel wieder anfangen, mit Kraftbrühe zu arbeiten. Und hier ein Bild dazu, Kraftbrühe oder Fleischsuppe, könnte man sagen. Das ist etwas, was unsere Großeltern bestimmt kannten. Meine Mutter hat früher zu Hause das auch noch gemacht. Sie hat Fleisch genommen, Knochen, sie hat Gemüse geschnitten und hat das lange, lange eingekocht. Wir kennen das Gleiche auch aus der chinesischen Medizin. Dort hat man früher gesagt, 20 bis 30 Tage lang diese Suppe kochen und dann hat man Kraftnahrung. Und das ist etwas, was bei uns komplett verloren gegangen ist. Was aber überall immer wieder erwähnt wird, wenn es darum geht, den Darm neu aufzubauen. Diese Kraftsuppe. Und warum ist das so? Besonders hier in den Knochen, im Knochenmark, hat es auch sehr viele Nährstoffe, die für den Darm eben ideal sind. Unter anderem auch Kollagen und Glucosamin, also Stoffe, die tatsächlich das Bindegewebe und die Verbindungen zwischen den Darmzellen wieder aufbauen. Und es ist eine sehr schonende Nahrung, es hat viel Mineralstoffe drin und es hat vor allem viel Energie drin.
Also wenn Sie diese Fleischsuppe einfach 3 Stunden kochen, ist das nicht das Gleiche, wie wenn Sie sie einen Tag oder besser noch 4, 5, 6 Tage kochen, zumindest ziehen lassen, nicht kochen, auf kleinem Feuer ziehen lassen. Und dann kommt das richtige Potenzial in diese Suppe zurück. Und das ist eine wirklich gute Sache, was Sie einfach wieder mal ausprobieren sollten. Ja? Viele von uns haben das vergessen. Ich teile dieses Wissen mit einigen von meinen Patienten und die meisten sagen, ja, ich habe schon mal davon gehört, aber ich weiß nicht, wie man so etwas macht. Ja, meine Großmutter hat das gemacht, tatsächlich, aber ich habe es nie mehr gemacht. Wir haben das vergessen. Und das sind einfache Dinge, die wir heute sofort umsetzen können, um einfach Schritt für Schritt etwas zu tun für unsere Gesundheit und im Speziellen für die Darmgesundheit. Aber ich werde noch ein bisschen mehr darauf eingehen am Nachmittag. Also, diese Kraftbrühe enthält Kollagen, Aminosäuren, Mineralstoffe. Wir haben gestern auch schon darüber gesprochen, angesäuerte und fermentierte Produkte. Hier erwähne ich im Besonderen auch die Rohmilchprodukte, weil eigentlich ist die Rohmilch wirklich ein Heilmittel für den Körper und auch im Speziellen für den Darm. Im Speziellen, wenn es als Quark oder als Kefir oder als Butter, Rohmilchbutter und als Käse genossen wird. Denn wenn das Ganze eben angesäuert, fermentiert ist, was es so oder so ist in dieser Form, dann sind da viele probiotische Bakterien drin, die nicht aus der Kapsel kommen, sondern die eben über das Nahrungsmittel kommen und die lebendig sind und besser das Milieu im Darm wieder verbessern können, damit Entzündungen schrittweise zurückgefahren werden können. Fermentierte Gemüse. Auch darüber haben wir gestern kurz gesprochen. Die beste Art, eben ein Milieu zu schaffen, dass sich die gesunden Darmbakterien wieder ansiedeln können, damit die Schleimhaut wieder abschwellen kann, damit sich die Schleimhaut wieder bedeckt wird mit diesen gesunden, hilfreichen Bakterien und nicht von den schlechten besiedelt wird, die Entzündungen machen, sind diese fermentierten Gemüse eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Lesen Sie selber nach, das sprengt den Rahmen, hier auf die Fermentation einzugehen. Das ist ganz einfach zu machen, indem Sie Gemüse schneiden, etwas Salz dazugeben, das Salz einkneten und letztendlich dann abfüllen in ein Konservierungsglas zum Beispiel oder in einen Topf und das dann ein paar Wochen stehen lassen. Und dann haben Sie eigentlich das beste Heilmittel für den Darm, um all diese, könnte sagen, schädlichen Auswirkungen der Toxine und der falschen Nahrung, der veränderten, gentechnisch veränderten oder raffinierten Nahrung wieder rückgängig zu machen. Und es gibt wunderbare Rezepte übers Internet und in Büchern über Sauerkraut und über alle möglichen anderen Fermentationsmöglichkeiten. Man kann fast alles fermentieren, vom Kohl über verschiedene Gemüse, Milchprodukte und so weiter. Vieles wird ja schon in der heutigen Ernährung wird schon fermentiert. Kokosnussprodukte. Das ist etwas, was wir nicht vergessen sollten. Kokosnussprodukte sind für den Darm extrem hilfreich. Sie werden zwar vielerorts verschrien, weil in den Kokosnussprodukten finden wir gesättigte Fette. Gesättigte Fette werden verschrien, dass sie Herz-Kreislauf-Probleme machen, Entzündungen, hohen Blutdruck und einen Cholesterinhochstand. Die Tatsache ist, es ist genau umgekehrt. Eine Mischung zwischen diesen gesättigten Fetten in Rohmilchbutter und in Kokosnuss zum Beispiel, zusammen mit den Pflanzenölen, die wir kennen, Olivenöl, Rapsöl und so weiter, führt dazu, dass es eine sehr gute, ausgeglichene Fettsäurenbalance gibt und die ist äußerst hilfreich für einen gesunden Darm. Und im Speziellen ist das Kokosnussöl auch antiparasitär und hilft, Pilze auszuscheiden, die nicht in den Darm gehören. Und gekeimte, eingelegte Samen, das ist ein weiterer Punkt, den wir nicht vergessen sollten. Chiasamen an vorderster Stelle, das ist der Samen, der im Moment in aller Munde ist, was die Darmgesundheit betrifft. Das können Sie einfach so, vielleicht ins Müsli nehmen oder einfach so als Samen kauen. Oder Sie können es einlegen oder keimen. Der Wert wird durch die Keimung noch verbessert. Aber es geht auch so, wenn Sie das einlegen oder einfach so zu sich nehmen. Und es hat eine enorm beruhigende Wirkung auf den Darm, speziell
wenn die Darmschleimhaut gereizt ist und schon leicht entzündet ist. Hilft das, die Darmpassage zu verstärken oder zu verschnellern, sodass die Nahrungsmittel reizfreier durch den Darm gehen. Wir haben gestern auch über die Probiotika gesprochen, dass die eben sich nicht einfach so ansiedeln lassen. Da habe ich gestern wirklich was gelernt und noch nachrecherchiert. Was wir aber machen können mit Probiotika, wie das Frau Dr. Eru gesagt hat, ist, dass wir die Reizung für einen Moment wegnehmen können. Und Probiotika gehören bei mir in der Praxis, bei Menschen, die Darmprobleme haben, immer auch dazu. Aber wie gesagt, das ist vielleicht die Akutlösung, die Lösung des gesamten Problems, die liegt darin, dass wir vor allem über die Ernährung, über die entsprechenden Fette, über die fermentierten Produkte, über die Kraftbrühe und so weiter mit vielen anderen Möglichkeiten diesen Darm wieder schrittweise regenerieren und natürlich vor allem das weglassen, was das Problem verursacht hat. Ob das nun raffinierte Nahrung ist, künstliche Zusatzstoffe, zu viel Mehl, zu viel Weizenbestandteile, was es dann auch immer sein müsste, das muss im Einzelfall geklärt werden, was das Problem vor allem verursacht. Wenn das weggelassen wird und mit entsprechender Nahrung wieder regeneriert wird, dann haben wir wirklich die Möglichkeit, dass ein Darm schnell wieder gesund werden kann. Zum Beispiel auch die Aminosäure L-Glutamin ist eine gute Möglichkeit. Ich habe das häufig schon probiert und gemacht und durchgeführt, dass ich Patienten, die Darmbeschwerden hatten, diese Aminosäure als Nahrungsergänzungsmittel gegeben habe und das hat auch sehr gute Resultate gebracht. Nicht zu vergessen sind die Glykonährstoffe. Ich möchte gerade auch in dem Zusammenhang auf den Tabletop da hinten in der Ecke rechts verweisen, zu dem Produkt Ambrotose oder Ambrotose. Das ist ein Produkt, was diese Glykonährstoffe enthält und diese Glykonährstoffe haben einen sehr, sehr guten, wichtigen und beruhigenden Effekt auf die Darmschleimhaut. Nebst dem, dass viele andere Effekte damit verbunden sind. Dann gibt es weitere Möglichkeiten. Es kann hilfreich sein, wenn Sie aber in einem gewissen Stadium der Darmprobleme oder auch zur Vorbeugung Verdauungsenzyme einnehmen. Das sind Enzyme in Kapselform oder in Tablettenform. Kalmuswurzel ist eine wunderbare Sache, um die Verdauungssäfte anzuregen. Oder auch Süßholzwurzel. Die Süßholzwurzel hat zusätzlich noch eine Wirkung auf die Leber. Die Sekretion der Lebersäfte wird gefördert. Und auch eine ganz einfache Möglichkeit, vor dem Essen einen Schnitz Zitrone zu schneiden und diesen auszupressen oder einfach so abzubeißen und den Saft auszusaugen. Das hat eine starke Stimulation der Magensäfte zur Folge, damit auch die Verdauung überhaupt in Gang kommen kann, damit wir in einen vorbereiteten Verdauungstrakt die Nahrung hineingeben können und nicht mit einem kalten Motor den Kaltstart machen. Das geht auch sehr gut. Was mich fasziniert, ich habe das selber bei mir ausprobiert mit den Verdauungsenzymen zum Beispiel. Ich habe festgestellt, dass die mir am Anfang sehr gut geholfen haben. Mit der Zeit nicht mehr. Warum nicht? Ich brauchte sie nicht mehr. Mein ganzes System hat angefangen, wieder die Enzymproduktion selber aufzunehmen. Die Verdauung ist besser geworden und irgendwann brauchte ich sie nur noch im Notfall. Speziell, wenn ich irgendwo im Ausland bin, kann es hilfreich sein, dass ich diese Verdauungsenzyme dabei habe und sie wieder einnehme. Aber grundsätzlich fängt der Körper an, seine Funktionen selber wieder aufzunehmen und es braucht einfach Zeit. Wir können nicht erwarten, dass das irgendwo innerhalb von den nächsten 10 Minuten passiert, sondern es braucht Zeit. Das ist die gute Nachricht dabei. Gut. Dann eine weitere Möglichkeit besteht, das kommt gar nicht auf der Folie, aber ich sage es Ihnen jetzt trotzdem, ätherische Öle. Es gibt viele ätherische Öle, die auch verdauungsfördernd sind, die blähungswidrig sind. Ätherische Öle, die entzündungshemmend sind. Und es ist nicht so, dass Sie die immer nur im Verdampfungsgerät brauchen können. Sie können ätherische Öle einreiben, Sie können ätherische Öle einnehmen. Die haben ebenfalls diese Wirkung im Verdauungssystem, wenn Sie die einnehmen. Und Weihrauch ist auch eine weitere Möglichkeit, die aus der Pflanzenheilkunde kommt. Weihrauch ist entzündungshemmend. Das ist das, was wir brauchen im Verdauungskanal. Weihrauch, wenn wir entzündete Schleimhäute haben.
Gut, ein weiteres Nahrungsmittel, das uns hier wirklich helfen kann, ist der Granatapfel. Und die Eigenschaften des Granatapfels können Sie hier lesen. Zum ersten Mal zusammenziehend, das heißt, wenn etwas entzündet ist, aufgeschwollen ist, wenn zusammenziehend gearbeitet wird, kann die Entzündung zurückgehen. Antiseptisch, also gegen Infektionen. Wurmtreibend, das ist auch eine wichtige Funktion. Wenn Parasiten im Darm sind, durch schlechte Verdauung, durch Fäulnis und so weiter, kann es durchaus hilfreich sein, wenn die auch mal rausgeworfen werden, denn die gehören da nicht rein. Harntreibend, remineralisierend, basisch, blutreinigend, blähungswidrig. Viele gute Eigenschaften, die wir bei Darmproblemen eben brauchen. Dann als nächstes Beispiel die Quitte und die Kaki. Man könnte sagen, das ist vielleicht die etwas einheimische Variante und die vielleicht südlich ausgerichtete Variante, die Kaki. Wir haben das Gleiche wieder, zusammenziehend, entzündungshemmend, auch durch Ballaststoffe beruhigend, entgiftend und cholesterinsenkend. Wiederum das Wurmtreibende und genau wieder das Gleiche, wie wir vorhin gesehen haben. Die ergänzen sich wunderbar. Dann ein weiteres Darmmittel, die Heidelbeere. Antimikrobiell, nicht für die guten, sondern für die schlechten Bakterien, die müssen ja raus. Wieder das Zusammenziehende, das Entzündungs- und Schwellungshemmende und ganz besonders auch ein guter Schutz für die Blutgefäße. Die Blutgefäße sind sehr eng verbunden mit dem Darm, denn es ist die gleiche Muskulatur und das gleiche Gewebe, welches das Rohr des Darmes bildet und welches die Röhren der Blutgefäße bildet. Das sind wie Bruder und Schwester, die beiden. Und dementsprechend wirken auch die Heidelbeeren in gleicher Weise sowohl auf die Blutgefäße wie auf das Darmrohr. Und bei Kindern insbesondere kann es schon mal vorkommen, dass sich da vielleicht Madenwürmer oder irgendwelche Parasiten einnisten. Und das wäre die Möglichkeit, auch hier mit Heidelbeeren zu arbeiten. Ganz wichtig sind die Kohlarten. Als letztes noch, die Kohlarten sind ja bekannt, dass sie bei Hautbeschwerden gut eingesetzt werden können. Die Schwefelverbindungen, die helfen sehr stark abzuheilen. Und was auf der Haut außen gut ist, ist genauso auf der Haut innen gut. Das heißt auf der Darmschleimhaut, auf der Lungenschleimhaut und so weiter. Und wenn Sie die Kohlarten, wenn möglich fermentiert, oder auch so roh oder gekocht einnehmen, dann haben Sie genauso die Möglichkeit, Ihren Darm innerlich zu pflegen und einfach die Effekte, die unsere, man könnte sagen, nicht immer perfekte westliche Ernährung verursacht, um das wieder auszubügeln. So, lassen Sie uns noch einen kurzen Exkurs machen in die Welt des Einkaufens. Es ist gut, wenn man sich bewusst wird, bei welchen Nahrungsmitteln man insbesondere gut schauen sollte. Das sind die Top 10 der am meisten gentechnisch veränderten Nahrungsmittel. Wenn Sie einkaufen, ist es gut, wenn Sie wissen, dass Sie auf diese Dinge achten müssen. Also seien Sie besonders vorsichtig und besonders kritisch, zum Beispiel, wenn Sie Milchprodukte kaufen oder Papaya oder Tomaten, auch Kartoffeln, das habe ich auch nicht gewusst. Viele Tonnen der Kartoffeln, die auf dem Markt angeboten werden, sind heute bereits schon gentechnisch verändert. Beim Mais, beim Soja ist es ein wenig mehr bekannt. Beim Raps hier oben, Raps und Rapsöl. Beim Reis ebenfalls und wie wir schon gehört haben von Karl, ebenfalls bei Baumwolle und Baumwollölen. Also schauen Sie bitte darauf, dass Sie dort im Besonderen darauf achten, wirklich biologisch erzeugte Nahrungsmittel zu kaufen oder nachzugehen, woher kommen diese Kartoffeln, woher kommen die Tomaten, auf welchem Boden sind die gewachsen, dass Sie nachvollziehen können, woher diese Produkte stammen und nicht einfach im guten Glauben daran die Dinge einkaufen und das Gefühl haben, ja, es kann schon nichts passieren. Das wäre mal die Top-10-Liste bezüglich der gentechnisch veränderten Nahrungsmittel. Dann gibt es auch eine Top-10-Liste, könnte man sagen, in Bezug auf die Spritzmittel.
Das sind die Nahrungsmittel, die am häufigsten und am stärksten mit Spritzmittelrückständen kontaminiert sind. Also einkaufen mit Bio, das ist hier wirklich Pflicht. Und das sind, wie Sie sehen, ganz alltägliche Nahrungsmittel, die die meisten von uns jeden Tag konsumieren. Äpfel zum Beispiel, Karotten oder Sellerie und hier auch den Lettuce-Salat, Trauben, Kirschen, besonders auch Nektarinen und zum Beispiel auch Erdbeeren. Schauen Sie wirklich darauf, dass Sie da, man könnte sagen, der Grundlage des Nahrungsmittels nachgehen und sich wirklich versichern, woher kommt das? Ist es biologisch angebaut? Das kann wirklich helfen, damit Sie viel weniger sich selber mit Spritzmitteln kontaminieren, als wenn Sie einfach unkritisch die Massenware einkaufen. Und wo immer Sie das tun, haben Sie einen Effekt nachher auf den Großverteiler, der das anbietet, und rückwirkend auf die Bauern, die halt immer mehr zu spüren bekommen, dass Menschen diese gentechnisch veränderten Nahrungsmittel und die Spritzmittel nicht mehr wollen. Das liegt wirklich an uns, dass wir den Produzenten und den Verkäufern dieser Nahrungsmittel klar machen, wir wollen das nicht. Wir wollen das Biologische, wir wollen das Richtige. Dann gibt es noch eine Liste, die Ihnen zeigt, wo Sie auch mal ein Auge zudrücken können. Das ist auch wichtig, dass Sie das sehen. Und das sind Nahrungsmittel, die Sie mit einem guten Gefühl auch mal konventionell angebaut einkaufen können, weil die sind grundsätzlich sehr wenig mit Pestiziden und Spritzmittelrückständen belastet. Als Beispiel Brokkoli, Avocado oder Spargel, Kiwi oder Mango. Das sind Früchte und Gemüse, die sind grundsätzlich weniger toxisch bearbeitet worden. Beim Mais ist natürlich so eine Sache, da haben wir wieder sehr häufig das gentechnisch Veränderte drin, aber trotzdem gehört der Mais zu den, man könnte sagen, toxikologisch besten Nahrungsmitteln, die konventionell angebaut auf dem Markt sind. Und letztendlich führt halt wirklich nichts daran vorbei, dass wir uns bewusst werden, die Ernährung, die findet nicht zwischen Teller und Mund statt. Die Ernährung, die fängt viel, viel weiter vorne statt. Es fängt an mit einem gesunden Boden, ein gesunder Boden, der wirklich mit seinem Mikrobiomleben unsere Nahrungsmittel ernähren kann. Dann geht es weiter zum Produzenten, der dieses Bewusstsein haben muss, dass er dann auf einem guten Boden nicht Spritzmittel einsetzt, sondern biologische, gute Nahrungsmittel produziert, bis zur Verarbeitung, bis auf den Teller. Ernährung fängt wirklich im Boden an, bei den Bakterien im Boden. Und deshalb ist es so wichtig, und das wurde auch schon gesagt hier, wenn wir hier über gentechnisch veränderte Nahrungsmittel sprechen und über Schäden, die im Körper entstehen. Wir könnten hier ganz, ganz viele Statistiken aufzählen und zeigen, das bringt nicht viel. Letztendlich liegt es an uns, dass wir uns wirklich vornehmen und das auch umsetzen, mit den Bauern in Kontakt zu gehen, die Bauern zu fördern, aufzuklären, die Menschen und die Bauern, was sie hier gelernt haben, über den Boden, über die Mikroben, über Ernährung und so weiter. Und dass sie selber halt den Markt bestimmen, indem sie bestimmen, was sie kaufen, wie sie es zubereiten und selber ein lebendiges Beispiel sind von Gesundheit und Kraft und Wohlbefinden und dieses Wissen einfach mit den Menschen draußen teilen. Wir können das erzwingen, dass diese Agrokonzerne zu Fall kommen, wenn wir das umsetzen und wirklich auch mit den Menschen teilen. Das ist unsere Aufgabe. Und zum Abschluss möchte ich etwas mit Ihnen teilen, das ich gefunden habe, über ein Mädchen in den Vereinigten Staaten, Bridget K. Armbrust heißt sie, Armbrust, also etwas sehr Schweizerisches und vielleicht sogar Innerschweizerisches. Das hat was. Das ist nicht das Mädchen, das Sie auf dem Foto sehen, das ist etwas anderes, aber auch das hat mir gut gefallen. Ich bin kein Wissenschaftsexperiment. Und genetisch veränderte Nahrungsmittel sind nicht sicher. Das kann Ihnen irgendwer erzählen. Von heute an wissen Sie es, auch was Karl erzählt hat. Diese Nahrungsmittel sind nicht sicher. Aber lassen Sie mich vorlesen, was
Bridget K. Armbrust geschrieben hat, ein 10-jähriges Mädchen, zu dem Thema gentechnisch veränderte Nahrungsmittel. Was ich über GVO denke. Die Bedenken, die ich gegenüber GVO habe, sind einfach zu erklären. Ich denke, alle Menschen sollten wissen, was sie essen und ob es für sie gesund ist. Außerdem haben Studien gezeigt, dass GVO nicht sicher ist. Zum Beispiel sind Laborhamstern, welche GVO gegessen haben, in der 3. Generation Haare im Mund gewachsen. Und darauf habe ich keine Lust. Zudem gibt es Gesetze, die klar vorschreiben, dass alle Inhaltsstoffe in Nahrungsmitteln gekennzeichnet sein müssen. Es ist also klar, dass Monsanto Angst davor hat, die Öffentlichkeit über GVO in Kenntnis zu setzen. Ansonsten würden sie nicht so hart gegen die neue Deklarationspflicht kämpfen. Und indem sie das tun, machen sie offenbar, dass es da etwas rund um GVO gibt, was sie der Öffentlichkeit verheimlichen wollen. Wenn ich nichts zu verstecken hätte, dann würde ich einfach alles auf die Etikette schreiben lassen. Die Gesundheit der Menschen muss unser wichtigstes Anliegen sein, nicht das Geld. Das ist die Aussage, was sie geschrieben hat, ein 10-jähriges Mädchen, und das ist unsere Hoffnung. Aber auch wir sind unsere Hoffnung. Es ist so einfach. Genauso wie es geschrieben hat, jeder, der gesunden Menschenverstand hat, der realisiert, der weiß, das kann nicht der Weg sein. Und Gesundheit geht nicht über die Agrokonzerne, Gesundheit geht darüber, dass wir selbstbestimmend sind, bei den Impfungen, in der Medizin, in der Wirtschaft, überall. Und deshalb sind wir hier. Und ich danke Ihnen, dass Sie uns die Möglichkeit gegeben haben, über diese Dinge zu sprechen. Und würde gerne mein Referat abschließen und bitte Karl für die Fragerunde hochzukommen.